Viele von euch fragen mich regelmäßig, sei es in den Kommentaren oder auch auf anderen Wegen, ob es denn passieren wird, dass Georgien der EU beitritt oder dass Russland sich Georgien einverleibt. Und da habe ich mir gedacht, ich warte mal auf schlechtes Wetter, damit es standesgemäß für eure Ängste ein bisschen trist aussieht. Und das habe ich jetzt. Ich stehe auf meinem Balkon, genieße die frische Luft und schaue ein bisschen in den Regen. Ja, und die Fragen sind meiner Meinung nach berechtigt. Viele wollen das eine nicht, wollen das andere nicht oder wollen beides nicht. Und ich gebe euch mal meine Einschätzung dazu, aufgrund der geopolitischen Lage, aufgrund der Lage Georgiens auf der Weltkarte auch. Ich habe dazu natürlich auch eine Meinung und meine Meinung ist, dass Georgien gerne neutral bleiben soll, sich nicht von großen Mächten da draußen vereinnahmen lassen soll und gebe euch jetzt einfach mal meine Einschätzung, was realistisch ist und was nicht und auch warum. Fangen wir mal mit der EU an. Dort ist Georgien ja seit 23, glaube ich, auf dem Kandidatenstatus oder das genau halt, gibt es, glaube ich, Beitrittskandidatenstatus oder so ähnlich. Und das ist jetzt seit dem russischen Agentengesetz, wie es hier immer genannt wird, eingefroren so ein bisschen. Also da hat die Situation so ein bisschen abgekühlt und trotzdem ist die EU natürlich ein großer Handelspartner. Es gibt das Assoziierungsabkommen. Das heißt, Georgien hat schon einen relativ großen Zugriff auf den europäischen Markt auch in Sachen Handel. Also ist es momentan eben so gestellt, dass man sich schon ein bisschen durch die Rosinen rausgepickt hat, was ich relativ clever finde. Durch diesen Kandidatenstatus fließen natürlich auch EU-Gelder hierher. Das sehe ich auch an allen Ecken und Enden, dass hier mit EU-Geld Sachen gebaut werden, die vielleicht nicht gebaut würden. Aber gleichzeitig müssen sie nicht sich der EU in Sachen ihrer eigenen Interessen unterwerfen. Das heißt, wenn sie jetzt der EU-Vollmitglied werden würden, dann würden sie ja eben auch ja, keine eigenen Handelsbeziehungen mehr aushandeln können, sondern dann würde das die EU für sie machen, wenn ich da jetzt recht informiert bin. Und das wäre meiner Meinung nach natürlich eine extreme Verschlechterung der Lage aus Sicht der wirtschaftlichen Autonomie. Georgien macht das meiner Meinung nach ganz gut, ist neutral, was das angeht und hat gleichzeitig sich die Rosinen so ein bisschen rausgepickt. Deshalb ist meiner Meinung nach ein EU-Beitritt, wenn er denn irgendwann kommt, eher negativ für Georgien. Und das ist, glaube ich, auch die Angst von vielen, die sich Gedanken darüber machen, ob sie nach Georgien kommen wollen oder nicht. Ist es realistisch, dass Georgien jetzt auf kurze Zeit der EU beitritt? Ich denke eher nicht, auch durch diese Abkühlung jetzt im russischen Agentengesetz, was ja eher den Westen so ein bisschen von Georgien wegtreibt. Auch die USA hat da die Beziehungen ein bisschen abkühlen lassen, wenngleich sie trotzdem natürlich noch ihren Fuß drin haben wollen. Auch für die EU ist Georgien ein sehr wichtiger Partner, weil eben auch über den Landweg viele Handelsbeziehungen aufrechterhalten werden können. Deswegen ist es eben auch für die EU nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, Georgien, geh mal, wo du wohnst. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, was für Georgien natürlich eine gute Ausgangssituation für Verhandlungen und so weiter ist. Und deshalb denke ich, dass sie das Spielchen noch ein bisschen spielen werden. Sie werden da ein bisschen damit kokettieren, zur EU kommen zu wollen, aber das auch ein bisschen rauszögern können. Ich gebe dem Ganzen mal noch locker 5 bis 10 Jahre, aber ich habe jetzt auch keine Glaskugel, ist einfach nur meine Einschätzung. Von daher schauen wir mal, was passiert. Ich sehe das noch nicht so schnell. Gucken wir mal nach Russland. Viele haben Angst vom bösen Russen und ist teilweise ja auch berechtigt. Russland hält ja hier zwei georgische Regionen. Ja, ich kann nicht sagen, dass Russland die besetzt hält, aber die sind ja mit russischer Duldung autonom, obwohl sie ja de facto eigentlich zu Georgien gehören. Autonom auch nur anerkannt von ganz wenigen Staaten, Russland und noch irgendwelchen unbedeutend, soweit ich weiß, wenn überhaupt. Und deshalb ist da schon eher, kann man schon eher davon reden, dass da ein russischer Einfluss da ist, der eben Abchasien und Südossetien autonom hält. Ohne die wäre das nicht so. Ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwelche kriegerischen Handlungen in der Vergangenheit eingehen. Ich denke, da kann man sich einfach auf diversen anderen Seiten informieren. Ich möchte nicht so gerne negativen politischen Talk mit einsteigen. Aber warum ich sehr entspannt bin, was die Rolle Russlands angeht, insofern, dass sie sich irgendwie kriegerisch an Georgien vergehen werden, ist einfach auch, dass Georgien eben so viele große Nationen oder große Einflussnehmer Interesse haben, dass es für Russland gar nicht so einfach ist, da jetzt einfach mal kurz Georgien sich einzuvernehmen, weil dann haben wir immer noch China. China ist sehr, sehr interessiert an dem Handel über Georgien, also wo sollen sie auch sonst lang? Sie könnten über Russland gehen, sie könnten über Irak, Iran und sowas Handel treiben.
betreiben, aber Georgien, die alte Seidenstraße über Georgien und durch ja, Kasachstan, Aserbaidschan kommt da, dann Georgien bist du schon in der EU fast, also oder über Schwarze Meer, Mittelmeer, Anbindung Türkei, dann hat man da schon sehr viele Möglichkeiten und daran sind die Chinesen sehr interessiert. Sie bauen auch hier extrem viel Infrastruktur aus und ich glaube nicht, dass sie sich da von den Russen irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Vielen Dank an der Stelle auch an Gerold, der hat mich da erstmal drauf gebracht und da habe ich das ein bisschen mal nachgeguckt, wie da eigentlich wirklich der Einfluss ist und ist ja tatsächlich so, die Chinesen, die sind hier ziemlich stark verwoben mit Georgien. Es gibt auch seit 2018 ein Freihandelsabkommen mit China und ich glaube, China ist schon der drittgrößte Importeur in Georgien. Also hat schon eine große Rolle. China hat einen großen Einfluss auf Russland und alleine das wird schon Russland abschrecken, da einfach irgendwas zu, was China da vielleicht ein bisschen verärgern könnte. Gleichzeitig gibt es die Türkei, die größter Handelspartner ist, kurz vor der USA übrigens. Die haben natürlich militärisch auch ein bisschen was zu sagen in der Welt. Und das wäre schon der zweite große Partner, mit dem sich Russland dann scherzen würde. Und das sehe ich einfach eben nicht, zumal dann noch die NATO dazu kommt, wegen EU, USA und so weiter. Also es gibt so viele Schmerzstellen, die Russland dann hätte, wenn sie jetzt Georgien sich einverleiben würde. Das war früher vielleicht noch ein bisschen anders, aber mittlerweile hat Georgien hier schon ziemliches Faustpfand, auch durch seine Neutralität. Und gerade diese vielen, ich sag mal, Einflüsse von verschiedenen Nationen, Regionen und so weiter, großen Handelspartnern, machen es auch für Georgien noch ein bisschen einfacher, neutral zu bleiben, weil jeder will was von ihnen. Gleichzeitig hat jeder Angst, irgendwie einen anderen mit zu viel Druck auf Georgien verschrecken zu können. Und diese Karte, wenn Georgien klug ist, können sie wunderbar spielen. Russland ist natürlich auch ein großer Handelspartner von Georgien, den Georgien jetzt auch nicht unbedingt verschrecken will. Und die haben sich ja jetzt auch wieder ein bisschen angenähert, was vielen nicht gefällt. Aber wirtschaftlich ist eine Annäherung mit Russland sicherlich auch nicht verkehrt, weil Russland schon sehr, sehr viel im und auch exportiert. Und das muss man sich ja nun auch nicht entgehen lassen. Geld stinkt nicht, Geld kennt keine Moral, sage ich mal so, hört sich vielleicht hart an, aber am Ende geht es hier um Handel, geht es um Wirtschaft und da muss man die Fragen vielleicht auch ein bisschen mit weniger Moral und weniger ja, Emotionen behandeln. Und da würde ich jetzt einfach sagen, Russland, großer Handelspartner, Türkei, großer Handelspartner, China, großer Handelspartner und auch die EU ist ein großer Handelspartner und mit allen vier großen Handelspartnern hat Georgien eben gute Abkommen geschlossen. Und auch die Nicht-EU-Länder in Europa, zum Beispiel Schweiz, Norwegen, Island, na gut, Liechtenstein hängt da auch mit drin. Wie heißt das? ETAP oder so Abkommen? Ich müsste mal nachgucken. Ist jetzt ja auch egal, wie das genau heißt. Aber mit denen haben sie halt auch ein Handelsabkommen geschlossen. Von daher sind sie eigentlich mit allen ganz gut dabei, können mit allen Geschäfte machen. Und gleichzeitig zeigt das eben auch, dass auch die anderen mit Georgien alle Geschäfte machen wollen. Also irgendwas ist ja schon wichtig an Georgien und das ist einfach die Lage. Ja? Man sagt ja bei Immobilien immer Lage, Lage, Lage. Und wenn ich da bei Immobilien bin, dann würde ich auch sagen, es ist weiterhin eine gute Idee, aus meiner Sicht in Georgien zu investieren, weil hier eben viel vorangeht, weil es wirtschaftlich meiner Meinung nach auch in der Zukunft boomen wird. Einfach weil so viele große Player an Georgien interessiert sind, weil Georgien ein Dreh- und Angelpunkt in der Region ist. Durch Georgien läuft so gut wie alles. Auch in Energieinfrastruktur. Also Georgien ist ein Transitland für Öl und Gas aus Aserbaidschan nach Türkei, von Russland nach Armenien. Also man kann letztendlich sagen, an Georgien führt kein Weg vorbei. Und deshalb denke ich, ist kein Kriegsherd hier. Es ist sicherer als woanders auf der Welt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und B ist die wirtschaftliche Entwicklung, wenn es Georgien schafft, einfach so weiter, so neutral, sich überall die Rosinen rauszupicken, sehr, sehr wahrscheinlich sehr positiv für die Zukunft und das hat halt Einfluss auf alle Anlagen, die ihr in Georgien machen wollt, wie zum Beispiel, was ja mein Thema ist, Immobilien. Und genau, in dem Sinne bin ich da, was Georgien angeht, sehr positiv gestimmt. Ich kann die Frage zur EU einfach finde ich, eher unwahrscheinlich beantworten. Also kurzfristiger Beitritt, auch wenn viele Teile der Bevölkerung das wollen und
Und das ist übrigens wäre übrigens auch ein Nachteil für Georgien, weil die Teile der Bevölkerung, die das wollen, die wollen dann vor allem eben auch in der EU arbeiten können. Und dann würden natürlich hier wieder Arbeiter fehlen. Das Spielchen kennen wir ja von diversen Ostblock-Ländern, die in der EU dann Fuß gefasst haben. Am Anfang gingen erstmal alle Richtung Westen, haben dort ihre Arbeitskraft verkauft und fehlen natürlich bitterlich im eigenen Lande. Polen, Tschechien zum Beispiel haben es eigentlich dann hingekriegt, dass sie selber wirtschaftlich so stark geworden sind, dass wieder interessant ist für die eigene Bevölkerung zurückzukommen. Aber das ist auch ein langer Weg, das dauert Jahrzehnte und das würde dann bedeuten, Beitritt für Georgien in der EU, Verlust von sehr, sehr vielen Arbeitnehmern oder vielleicht auch kleinen Unternehmern und so weiter. Und das muss man sich als Georgien natürlich auch überlegen. Und zum Thema Russland, wie gesagt, ich sehe keine große Gefahr, dass der Russe uns hier überrollt, dass wir das nächste Land sind, was er sich einverleibt. Mal davon abgesehen, dass er auch zum Beispiel gerade in der Ukraine genug zu tun hat. Da, ja, weiß ich nicht, ob er da jetzt noch Ressourcen für Georgien freimachen will und sich noch mit anderen Ländern und Großmächten der Welt verscherzen will. Ich sehe das tendenziell Richtung Null, aber es ist eben auch nur meine Meinung. Und ihr seid natürlich eigene Individuen, die ihre eigene Meinung haben dürfen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.